Hello and welcome to the very first episode of Tutti Mozart, The Letters. On Tutti Mozart we'll present all the music details and information about Wolfgang Amadeus Mozart in an exciting way. On each episode, before we present a letter, we'll analyze it for you and give you some basic details so it becomes easier to understand. The Mozart family wrote many letters to their families and friends. We'll start with the very first letter where Wolfgang's musical qualities are described. The first letter was written by Mozart's father Leopold on the 3rd of October 1762. Mozart was 6 years old and it was the first trip the family made to Vienna to present Mozart and Nandl to the capital of music. Leopold wrote the letter to his friend Johann Lorenz Hagenauer, who was also the landlord of the Mozart's house in Salzburg. Hagenauer helped the Mozart family a lot with financial arrangements and also helped them with many good contacts outside of Salzburg. In this letter, Leopold describes their first travel experience. Enjoy it. Linz, den 3. Oktober 1762. Haben Sie nicht geglaubt, wir wären schon in Wien, da wir doch noch in Linz sind? Morgen, wenn Gott will, gehen wir mit der sogenannten Wasserordinär dahin ab. Ja, wir wären auch unfehlbar schon da, wenn wir nicht in Passau wieder unseren Willen 5 ganze Tage gewesen wären. Diese Verzögerung daran, seine fürstliche Gnaden in Passau schuld sind, ist mir auch um 80 Gulden schade, die ich in Linz gewonnen hätte, wenn ich eher dahin gekommen wäre. Da ich mich nun mit etlich und 40 Gulden begnügen muss, die mir in den vorgestern gegebenen Konzert deductis deducendis geblieben sind. Was aber eigentlich in Passau vorgegangen, muss ich auf eine persönliche Unterredung verschieben, da es hier zu weitläufig wäre. Genug! Der Wolfgang hatte die Gnade, sich bei seine fürstlich Gnaden zu produzieren. Das Mädel aber nichts, und dafür bekam er eine ganzen Dukaten, id es bare 4 Gulden 10 Kreuzer. Sagen Sie aber niemand etwas davon. Inzwischen bitten wir nur, dass unser Erzbischof lang lebt, das mehrere mündlich. Nun etwas von unserer Reisebeschreibung. Den 20. des verflossenen Monats sind wir in Passau um 5 Uhr abends eingetroffen. Den 26. sind wir morgens mit dem Domherr Graf Herberstein von Passau abgegangen und am selben Tag abends um 5 Uhr in Linz angelangt. Wir wohnen bei einem gewissen China. Wir sind sehr wohl bedient. Es sind 2 Jungfern, die nach dem Tode ihrer Eltern die Wirtschaft fortführen und die meine Kinder so lieben, dass sie uns alles tun, was nur immer in ihren Kräften ist. Meine Kinder setzen übrigens alles in Verwunderung, sonderheitlich der Bub. Herr Graf Herberstein ist nach Wien und wird zum Voraus einen großen Lärmen dahin bringen. Und gestern ist der Herr Graf von Schlick, allhiesige Landshauptmann samt seiner Frau nach Wien abgegangen. Beide waren ungemein gnädig mit uns. Sie sagten, dass wir, sobald wir nach Wien kommen, gleich zu ihnen kommen sollen, da sie mit dem Herr Grafen Durazzo unterdessen sprechen und überhaupt unsere Ankunft in Wien bekannt machen werden. Allem Ansehen nach soll die Sache recht gut gehen. Na Gott erhalte uns nur wie bisher gesund. Bis diese Stunde sind wir noch wohlauf, obwohl nicht zu Zeiten da und dort kleine halbe podagrische Zwicker merke. Na, die Kinder sind lustig und überall so, als wären sie zu Hause. Der Bube ist mit allen Leuten, sonderheits mit den Offizieren so vertraulich, als wenn er sich schon seine Lebenszeit hindurch gekannt hätte. Hier schließe ich die Monatszettel für dies Monat bei. Lassen Sie es ablangen, die Steuer dagegen muss mit 10 Kreuze 3 Pfennig erlegt werden. Machen Sie sich damit des Hauszinsens halben bezahlt und die Frau Gemahlin, der wir uns sonderheitlich gehorsamst empfehlen, lass ich bitten, auf unsere Intention 4 heilige Messen zu Mariäplen zu veranstalten. Und zwar, sobald es möglich ist. Mein Mädel empfiehlt sich und lass der Frau Liebstein melden, dass sie zu Mariahilf in Passau schon ihr Versprechen gehalten.
Ja, wir haben alle für den Herr Lorenz gebetet. Sie werden sonst hoffentlich alle gesund sein? Das wünschen wir von Herzen. Von Wien werden Ihnen bald schreiben. Vielleicht gibt es bis dahin Neuigkeiten. Bis jetzt weiß man nichts. Hier sind bis 1500 gefangene Preußen und vor 2 Tagen sei ich wieder 600 ankommen. Was mir gar nicht gefällt, ist, dass man nicht nur alle preußische Landeskinder engagiert, sondern gar einige viele zu unserem Diensten zwingt, die nach der Hand zum Teufel gehen, die Montierung mitnehmen und noch dazu Verräter abgeben. Ich muss schließen. Leben Sie wohl. Wir empfehlen uns dem ganzen hagenauerischen Hause und ich bin etc. etc. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like our Facebook page and share it with your friends. If you want help us translating the letters into any other language, please get in touch. I'll see you soon. Der gehorsamste Freund, Vinicius Katar.